Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu This is the Police. Du wirst dich jetzt sicherlich fragen, meine Güte, was ist denn das für ein Spiel, Junge? Und ich sag dir Folgendes, hör gut zu. Inmitten einer Stadt, die dem Abgrund entgegendriftet, schlüpfen wir heute in die Rolle von Polizeichef Jack Boyd, der sich mit der hässlichen Fratze von Freeburg rumschlagen darf oder muss. Freeburg ist übrigens die Stadt, in der wir tätig sind und ja, ich habe die Steam-Beschreibung vorgelesen, denn ich wollte es mir jetzt einfach mal einfach machen und das habe ich getan, also hey, nichts für ungut. Und um nicht unendlich weiter rumzulabern, werde ich jetzt einfach mal ein neues Spiel starten. Lass uns loslegen. Tag 1, Juli der 15., Montag. Bürgermeister Rogers, Sexsüchtiger, Stadt bestätigt Gerüchte um Jack Boyds Rücktritt. Auf Bitte von Bürgermeister Rogers, Markwart 2 wird in Freeburg noch am Tag vor der Weltpremiere gezeigt. Markwart 2, ach, das ist der Name des Films oder was auch immer. Wir gehen mal zur Arbeit. Du spring schon an, du olle Schrottkiste! When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Guten Morgen, da wären wir jetzt auch bei der Pressekonferenz, die gesichtslosen Pressefuzis. Wollen wir jetzt Fragen stellen oder was? Fangen wir an. Gestern hat das Büro des Bürgermeisters offiziell ihren Rücktritt verkündet. War das eine Überraschung für Sie oder wussten Sie vorab davon? Nun, ich denke, das war eine Überraschung für mich. Der Bürgermeister hat es mit mir besprochen. Ich habe diesen Mist schon vom Bürgermeister erwartet. Welchen Unterschied macht das? Ich denke, es war eine Überraschung. Ich dachte, ich würde noch 5 bis 10 Jahre als Polizist arbeiten. Ich will einfach nur dieser Stadt dienen. Natürlich bin ich da ziemlich überrascht. Nächste Frage. Wissen Sie bereits, wer Ihr Nachfolger sein wird? Nein. Jemand Neues, denke ich. Ich denke, es wird ein Veteran. Wen interessiert das? Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man im Büro des Bürgermeisters schon einen Namen hat. Nächste Frage. Nach dem jüngsten Korruptionsskandal hat Ihr Stellvertreter Francis Kendrick angekündigt, bald freiwillig zurückzutreten. Wenn der Bürgermeister ihm Ihren Posten anbieten würde, könnte das seine Meinung ändern? Wen kümmert das? Keine Ahnung. Das ist seine Angelegenheit, nicht meine. Fragen Sie ihn selber.
Obwohl Kendrick freigesprochen wurde, glauben immer noch viele, dass die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Können Sie dazu etwas sagen? Ich sage Bullshit. Ich sage Bullshit, Mann. Oder kein Kommentar? Ich weiß es nicht. Bullshit. Bullshit. Entschuldigung, aber das ist Bullshit. Die Mafia und die Polizei sollen zusammenarbeiten. Vielleicht sind wir ja auch noch mit Aliens verbündet. Die Mafia, das ist ein Haufen niederträchtiger Krimineller. Will hier nicht jemand mal eine ernste Frage stellen? Ernsthaft jetzt. Nächste Frage. Glauben Sie, dass Ihre persönliche Beziehung zum Bürgermeister der Grund für Ihren frühen Ruhestand sein könnte? Das weiß ich nicht. Also, vielleicht. Es ist oft schwierig zu sagen, was hinter einer politischen Entscheidung stehen mag. Tja, so ist das halt, People. Okay, danke. Danke für eure Fragen. Macht einen Abgang. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Das ist also mein Büro hier. Sehr, sehr kuschelig. Da sind meine Pillen. Rein damit, Mann. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Tja, das war meine Aussage. Tag 2, der 16. Juli. Okay, Leiter des
Leiter des Kulturresorts, besitzt Villa in Italien. Beamtenbezüge werden in diesem Jahr nicht mehr steigen und Jack Boyd zur Zusammenarbeit von Polizei und Mafia? Kein Kommentar. Na gut, wir gehen mal zur Arbeit. 2 und die 3. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Okay, Korruption und so weiter und so fort. Würden Sie gerne Tipps dazu bekommen, wie das Spiel funktioniert? Zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Ich bin ein 60 Jahre alter Polizeichef, der nur wenige Monate vom Ruhestand entfernt ist. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich mach das mal. So, und hier haben wir unsere Schicht B. Kochi, Yancey, Purdy, Tsubaki, Asano, Austin Price und wahrscheinlich die Underground Detectives Mole, De Brito und Armstrong. Können wir hier irgendwas machen mit denen? Irgendwas sehen? Nee, können wir nicht. Beginnen wir mal den Tag. So, da wären wir. Okay. Weg mit der Zigarre. 3 Monate Ruhe, hat er gesagt. Ich würde sagen, mal sehen. Everyday Einkaufszentrum. Was steht denn hier? Everyday Einkaufszentrum. Ein verheiratetes Paar kam aus einem Supermarkt und sah auf dem Parkplatz, wie ein Wagen rückwärts einen Obdachlosen anfuhr, der in einer Mülltonne gewühlt hatte. Der Fahrer sprang erst heraus, um zu helfen, stieg dann aber schnell wieder ein und fuhr weg, nachdem er gesehen hatte, dass er einen Obdachlosen erwischt hatte. Ich würde sagen, das ist ein Job für... keine Ahnung. Für Purdy. Die sieht genauso aus, als könnte sie das irgendwie hinbekommen. Also sie braucht keinen Partner. Auf geht's. Fortfahren. Mal sehen, ob das was wird. Ich weiß nicht. Nächster Einsatz. The Last Picture Show Kino. Gewaltsame Auseinandersetzung. Ein Kinomanager berichtet, dass ein betrunkener Mann während einer Vorstellung von Citizen Kane versucht habe, mit einem durch den Schriftzug Rosebud verzierten Snowboard den Eintritt zum Kino zu erzwingen. Als man ihm den Zugang verweigerte, griff er den Kassierer gewalttätig an. Derzeit kämpft der Mann mit dem Sicherheitsdienst des Kinos. Naja, warte mal, wir machen das so. Asano geht hin. Und Yancey. Los, macht mal. Oh, bisher läuft alles bestens. Tag 2. Ich meine, hier geht echt einiges ab. Gewaltsame Auseinandersetzungen und, Obdachlosenfälle. Keine Ahnung. Oh, es regnet. Ein bisschen. Ansonsten passiert nichts. Warte mal, Fahrerfluchtbericht? Täter gefasst. Purdy hat's geschafft. Purdy hat diesen Typen festgenommen. Das ist super. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Purdy. Du bist die Beste. So. 13 Uhr. Bisher ist alles ruhig. Irgendwie passiert heute nichts, was? Gewaltsame Auseinandersetzung. Was haben wir denn rausbekommen? Täter gefasst. Tja. Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Alles gar kein Problem. Was will denn dieser komische Mann überhaupt im Kino? Mit seinem Snowboard. So, bis dato, ne? Oh, hier, bewaffneter Raub. Das könnte was sein. Laufendes Verbrechen in der Vorstadt. 3 mit einer Schrotflinte bewaffnete Teenager haben eine Videothek überfallen und sind mit ihrer gesamten Sammlung an Pornofilmen geflohen. Die Täter flohen in einem Auto, aber der Leiter der Videothek konnte das Kennzeichen notieren. Die Besitzerin ist eine Janet Brown, die in der Vorstadt lebt. Okay, gut zu wissen. Pass auf, da muss auf jeden Fall Kochi ran. Und Tsubaki. Ihr regelt das. Unterstützung gibt's nicht. Fortfahren.
Und was haben wir hier? Johnson, Jürgen und Katz? Johnson, Jürgen und Katz, Anwaltskanzlei. Gewaltsame Auseinandersetzung. Ein Bruder und eine Schwester sind über das Testament ihres gerade verstorbenen Vaters in Streit geraten. Einer der Anwälte hat erklärt, wir trauen uns nicht, sie zu trennen, und heute Abend hat der Nachtwächter des Krankenhauses frei. Okay, das klingt wie ein Job für Price, die alte... die alte Price. Ich weiß auch nicht, Austin kommt mal mit? Genau, die regeln das schon, ich hoffe. Ganz ehrlich. Ich meine, was soll da schon passieren? Bruder und Schwester? Oh, die zanken sich ein bisschen. Ich meine, da kann man ruhig mal Austin und Price losschicken, die machen das ganz, ganz sicher. So, 16 Uhr, der Tag ist fast vorbei. Ghetto-Angriff. Angriff im Ghetto. Ein Passant hat gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angriffen und dann mit seiner Gitarre und seinem Geld wegrannten. Yancy und Purdy? Zweiter Einsatz für heute. Ihr regelt das und eventuell kommt Asano auch noch mit? Ja, ich meine, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel, aber das wird auf jeden Fall jetzt so ein bisschen, ne? Der Overkill für die Teenager. Mal sehen. Rettet die Leute aus dem Ghetto. Die Musiker wollen auch noch ein bisschen Geld verdienen. Oh, bewaffneter Raub Vorstadt. Das Auto wurde hinter dem Haus der Browns geparkt. Durch das offene Fenster sind Stöhnen und Gelächter aus dem Wohnzimmer zu hören. Okay, wie gehen wir vor? An die Tür klopfen oder Sirene und Lautsprecher aktivieren und durchsagen, dass das Haus umstellt ist? Ich würde sagen, wir machen mal das hier mit dem Lautsprecher. Das passt schon. Okay, Täter gefasst, Beamte unversehrt, das war wieder mal super Kochi und Tsubaki. Diese verdammten Teenager, ne? Ich hoffe, die lernen es jetzt mal, ganz ehrlich. Bericht! Auseinandersetzung. Price und Austin? Täter ist entkommen. Beamte unversehrt? Was zur Hölle, wieso ist denn der Täter entkommen? Das sind doch keine Gangster gewesen, die haben sich doch nur gegenseitig kurz mal gerauft. Was? Oh Gott. Weißt du, die beiden... Die muss ich nicht mehr losschicken, das ist doch einfach nur furchtbar. So, das Licht ist angegangen, der Abend ist angebrochen. Na, mal sehen, Da hinten sind wir jetzt schon fertig, oder was? Ich weiß nicht. Angriff? Das ist der Angriff. Täter gefasst, Beamte unversehrt. Der Ghetto-Angriff wurde abgewehrt. Awesome. So, ich schätze, das war's jetzt auch so langsam, oder? Ich meine, wir sind jetzt schon am späten Abend unterwegs, gleich 20 Uhr. Okay, ich mach zu hier. Tag beenden, das reicht mir. Ich bin 60 Jahre alt, ich kann nicht mehr. So, schauen wir doch mal an. Die haben auf jeden Fall gut was dazu verdient. Die beiden jetzt nicht so, aber gut, die anderen auf jeden Fall. Purdy war für mich heute MVP, ne? Purdy hat gerockt. Tag beenden. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days?
Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Das ist also die Polizei. Ich bin mehr als begeistert. Wir müssen in 180 Tagen $500.000 zusammenkratzen. Ich hoffe, ich krieg das hin, aber ich bin da guter Dinge, denn wir haben ja die Unterstützung von Frank. Frank ist wieder mit dabei. Unglaublich, endlich. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, du auch, denn ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei diesem Spiel hier. This is the Police. Wupp, wupp. Gut, dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach dir noch einen schönen Tag und bis morgen dann. Tschüssi.